نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Apologies for being late for 5 minutes. It's just that the monitor was not working, so please excuse me. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين آمين. أما بعد we continue with the 49th question and the 200 questions and answers in Aqidah by Imam Hafidh al-Hakami rahimahullah. Nachdem wir im Namen Allahs begonnen haben und alles Lob gebührt ihm und Segen und Frieden auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Gefährten und seine Familie gesandt haben und Allah azza wa jal darum gebeten haben, uns zu vergeben, unseren Gelehrten, unserem Sheikh Hafidhahullah und unseren Eltern und den Anwesenden und den Muslimen, fahren wir fort mit der 49. Frage in dem Buch der 200 Fragen in Aqidah von Fragen und Antworten in Aqidah von Imam al-Hafidh al-Hakami rahimahullah. Die 49. Frage. Was ist Tawhid al-Rububiyyah? Der Glaube an die Einzigkeit und Einheit in der Herrschaft Allahs. Es ist die feste Bestätigung, dass Allah der Herr What und is Lord in German? Herr. Herr. طيب, what is lordship? Herrschaft. Herrschaft. So we can say, and what is Tawheed? Einzige? We could say Einzigkeit or Einheit. طيب, so we say Einheit des Herrschaft, like this? Der Herrschaft. No. Der Herrschaft. طيب, this is how you say it then. Einheit der Herrschaft. This is Tawhid al-Rububiyyah, because it's not befitting that you give the definition every time. So we should have the word and we can explain it. نعم. أحسن الله إليكم. Der Ustadh vermerkt, dass wir Tawhid al-Rububiyyah übersetzen als, beziehungsweise erklären als Einheit der Herrschaft Allahs. Einheit der Herrschaft Allahs, damit wir nicht jedes Mal, wenn wir Tawhid al-Rububiyyah erwähnen, eine Definition geben müssen. نعم. One of the brothers is asking, saying, I am very depressed, not able to take ilm, and very distracted. Please advise. This is important. Can you translate this? أحسن الله إليكم. Einer der Brüder fragt, ich bin depressiv und ich kann mir kein Wissen eignen. Und er sagt, dass es ihm nicht gut geht und er sucht Rat. My advice is, der Rat des Ustadhes, Hafidhahullah, look for the sins you are doing. Schau nach den Sünden, die du begehst. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Allah subhanahu wa ta'ala told us that the sins, they make the heart heavy. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran in der ungefähren Übersetzung, dass die Sünden das Herz schwer machen. And when we don't quit sins and we keep on sinning, this is what happens. Und wenn wir nicht aufhören zu sündigen und weitermachen, dann ist das, was passiert. So when we want the tastefulness and the deliciousness of seeking ilm and occupying our time with it and gaining so many hasanat, wenn wir den Geschmack des Wissens und des Erwerbs des Wissens und das Bekommen viele Hasanat, viele gute Taten wollen, we must turn to Allah, make a lot of dua, supplication. Dann müssen wir zurückkehren zu Allah und viel Dua machen, also Bittgebete. And we also must look at the sins that we are doing and we stop doing them. Und wir müssen uns auch unsere Sünden anschauen, die wir tun, und damit aufhören. And that is crucial in such a case. Now.
Und das ist essentiell und besonders wichtig in so einem Fall. Assalamu alaikum. Die 49. Frage. Was ist Tawhid al-Rububiyyah? Die Einheit der Herrschaft Allahs. Es ist die feste Bestätigung, dass Allah der Herr und Besitzer von allem ist. Er ist der Schöpfer, der Organisierer, der die Verfügungsgewalt hat. Er hat keinen Partner neben sich in seinem Besitz und seiner Herrschaft und braucht keinen Beschützer. Niemand weist seinen Befehl zurück und fordert seine Urteile heraus und hat nichts dagegen anzubringen. Nichts ist ihm gleich und niemand kann ihm seine Bedeutung der Göttlichkeit und seine Erfordernisse von seinen Namen und Eigenschaften strittig machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Übersetzung: Alles Lob gebührt Allah, der die Himmel und die Erden erschaffen und die Finsternis und das Licht gemacht hat. Dennoch setzen diejenigen, die ungläubig sind, ihrem Herrn andere gleich. Surah Al-An'am, Ayah 1. Allah sagt auch in der ungefähren Übersetzung: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, in Surah Al-Fatiha, Ayah 2. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch in der ungefähren Übersetzung: Sag, wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Sag Allah. Sag, nehmt ihr euch denn außer ihm Schutzherren, die sich selbst weder nutzen noch Schaden zu bringen vermögen? Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Oder sind etwa die Finsternisse und das Licht gleich? Oder haben sie Allah solche Teilhaber gegeben, die eine Schöpfung wie die seinige schufen, sodass ihnen die Schöpfung ähnlich erscheint? Sag, Allah ist der Schöpfer von allem und er ist der eine, der Allbezwinger, in Surah Rad in Ayah 16. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch in der ungefähren Übersetzung: Allah ist es, der euch erschaffen und dann versorgt hat. Hierauf lässt er euch sterben, hierauf macht er euch wieder lebendig. Gibt es unter euren Teilhabern einen, der irgendetwas von alledem tut? Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Surah Ar-Rum, Ayah 40. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in der ungefähren Übersetzung: Das ist Allahs Schöpfung. Zeigt mir nun, was diejenigen außer ihm erschaffen haben. In Surah Luqman, Ayah 11. Und auch erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala: Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Oder haben sie die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, vielmehr sind sie nicht überzeugt. Surah Tur, Ayah 35. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch: Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. So diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besitze? In Surah Maryam, Ayah 65. This ayah has Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah and Tawhid al-Asma' wa Sifat. Dieses Ayah hat Tawhid al-Rububiyyah, die Einheit Allahs Herrschaft, Tawhid al-Uluhiyyah, die Einheit Allahs in unserer Anbetung, und Tawhid al-Asma'i wa Sifat, die Einheit in Allahs Namen und Attributen. So Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma. This is Tawhid al-Rububiyyah. Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, das ist Tawhid al-Rububiyyah. فاعبده واصطبر لعبادته. This is Tawhid al-Uluhiyyah. So diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst, das ist Tawhid al-Uluhiyyah. هل تعلم له سمية? This is the names and attributes. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besitze? Das ist Tawhid al-Asma'i wa Sifat. And the word that is used in Arabic is سمية, and someone like Allah subhanahu wa ta'ala. And when we say سمية, يعني worth the name. Das Wort, was hier benutzt wird, ist Samiyya. Das heißt, jemand, der wie Allah subhanahu wa ta'ala Wert im Namen hat. طيب, in the previous ayah, we hear شبفة, يعني the creator. أم هم الخالقون, and did they create anything? Do they bring life and death and all of these meanings? In den Ayat davor haben wir über den Schöpfer geredet und ob sie etwas erschaffen können und dass es nur Allahs Schöpfung ist. So, if they do not have these attributes of perfection,
they're not worthy of worship. Das heißt, wenn sie nicht diese Attribute, diese perfekten Attribute haben, dann sind sie es nicht wert, angebetet zu werden. And since they did not create any of this and they don't have any of these abilities, they themselves are created, they're not worthy of worship. Und weil sie nichts davon kreiert haben und weil sie nicht die Fähigkeit dazu haben zu kreieren, Ustadh, Then they are not worthy of worship. Dann sind sie es nicht wert, angebetet zu werden. And they're not worthy to be associated with Allah subhanahu wa ta'ala because He is the only one who's capable of all of these things. Und sie sind es auch nicht wert, dass man sie mit Allah assoziiert, weil Allah Azzawajal ist der Einzige, der die Fähigkeit dazu hat. Ja. Assalamu alaikum. Allah Azzawajal erwähnt auch in der ungefähren Übersetzung, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. In Surah al-Shura in Ayah 11. Und sagt, alles Lob gehört Allah, der sich keine Kinder genommen hat und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung. Und verherrliche ihn doch als den Größten. In Surah al-Isra in Ayah 111. Und Allah sagt in der ungefähren Übersetzung auch, sag, ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt. Sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmeln noch auf der Erde. Und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten sollte. Auch nützt bei ihm die Fürsprache nicht, außer wenn er es erlaubt. Wenn dann der Schrecken von ihren Herzen genommen ist, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit. Und er ist der Erhabene, der Große, in Surah Saba, Ayah 22 bis 23. Ja. Die 50. Frage. Was ist das Gegenteil von Tawhid al-Rububiyyah? Was ist das Gegenteil der Einheit Allahs Herrschaft? Der Glaube, dass es einen Besitzer der Verfügungsgewalt neben Allah gibt, der mit ihm eine Angelegenheit des Universums ordnet, wie die Erschaffung und Vernichtung, Beleben und Sterben lassen, Bringen des Guten und Abweisen des Schlechten und so weiter, was im Sinne seiner Herrschaft ist. Oder es ist der Glaube, dass es einen Partner in seinen Erfordernissen, seinen Namen und Eigenschaften gibt, wie zum Beispiel das Wissen des Verborgenen oder seine Erhabenheit oder sein Stolz und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Übersetzung. All of these attributes are the attributes of lordship. All diese Attribute sind die Attribute der Herrschaft. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Übersetzung, was Allah den Menschen an Barmherzigkeit auftut, das kann keiner zurückhalten. Und was er zurückhält, das kann keiner nach ihm freigeben. Und er ist der Allmächtige und Allweise. O ihr Menschen, gedenkt der Gunst Allahs an euch. Gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Surah Fatir, Ayah 2 bis 3. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Übersetzung, wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Er trifft damit, wen er will von seinen Dienern. Er ist der Allvergebende und Barmherzige. Surah Hud, Ayah 107. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Übersetzung, und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Sag, was meint ihr wohl zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Wenn Allah für mich Unheil will, können sie dann sein Unheil hinwegnehmen? Oder wenn er für mich Barmherzigkeit will, können sie dann seine Barmherzigkeit zurückhalten? Sag, meine Genüge ist Allah. Auf ihn verlassen sich diejenigen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen. Surah al-Zumar, Ayah 38. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in der ungefähren Übersetzung, er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und dem Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Surah al-An'am, Ayah 59. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in der ungefähren Übersetzung, sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in Himmeln und auf der Erde ist, außer Allah.
und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Surah An-Naml, Ayah 65. Und auch erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Stolz ist mein Gewand und die Größe ist meine Kleidung, und wer mir eines von den beiden streitig macht, den werfe ich ins Höllenfeuer. And it is in Sahih Muslim. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim. طيب. We know that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator and sustainer of all affairs. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer und der Erhalter jeder Sache ist. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, هل من خالق غير الله, in Surah Fatir, Ayah 3, is there a creator other than Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Übersetzung in Surah Fatir, Ayah 3, gibt es jemanden anderen, der ein Schöpfer ist, außer Allah? Und die Antwort ist nein. And the answer is no. Al-Khaliq, the one, the creator, is Allah subhanahu wa ta'ala alone. Al-Khaliq, der eine Schöpfer, ist Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala forbade that someone would mimic creating, because this is inherent, special to Allah Azza wa Jal, even if it was just by making a picture. Deswegen verbot Allah, dass man seine Schöpfung nachahmt, weil die Schöpfung etwas ist, was nur Allah gebührt. Deswegen verbot er, dass man seine Schöpfung nachahmt, selbst wenn es in Bildern ist. And what is meant by bilda, يعني, what is meant by making taswir, is making statues and drawing faces and so on and the likes of that. Und was mit Bildern, Taswir, hier gemeint ist, ist das Machen von Statuen oder das Malen von Bildern mit Gesichtern etc. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that it will be said to them, أحيوا ما خلقتم, put life into that which you have created. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte uns, dass gesagt wird zu diesen, belebt, was ihr gemacht habt, belebt, was ihr kreiert habt. And this is in Sahih al-Bukhari and Muslim. Und dieser Hadith ist in Sahih Bukhari und Muslim. So, if anyone believes that there is an associate to Allah subhanahu wa ta'ala in creation, he has committed shirk. Das heißt, wenn irgendjemand glaubt, dass es einen Partner gibt mit Allah in der Schöpfung, im Schöpfen, dann hat er Schirk begangen. Al-Imam ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala says, Imam ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sagt, وَمِنَ الْعَجَبِ, and it is astonishing that shirk in the rububiyyah, und es ist unglaublich, dass Schirk in Rububiyyah, even the kuffar that fought the Prophet ﷺ, or that the Prophet ﷺ fought them, did not deny or make shirk in rububiyyah. dass selbst die Kuffar, die Ungläubigen in der Zeit, die mit dem Prophet, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sich mit ihm bekriegten, keinen Schirk in Rububiyyah hatten. And they didn't deny it. Und sie verneinten es nicht. So Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Az-Zukhruf, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. And if you were to ask them, who created the heavens and the earth, they will say, the one who created them is the Almighty, the All-Knowing. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Zuhruf erwähnt, und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erden erschaffen hat, dann werden sie sagen, sie hat erschaffen, der Allmächtige, die Almighty und der Allwissende. So they affirm that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. Das heißt, sie bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist. But at our time, there are people that deny that there is a creator for the universe.
Aber in unserer Zeit gibt es Leute, die verneinen, dass es einen Herrscher des Universums gibt. And that there is no one that's dispensing the affairs. Assalamu alaikum, Ustadh, I made a mistake, if I may correct it. Yeah. Und in unserer Zeit gibt es Leute, die verneinen, dass dass es einen Schöpfer des Universums gibt. Genau. نعم. And there is no dispenser of affairs. Und es gibt niemanden, what is put in German? tun. Huh? Put. Tun. It could be translated as tun. Another word. Yani, sie sagen, es gibt keine, die macht alles in Ordnung in unserer Welt. Das gibt nicht. Also es gibt keinen Gott und niemand hat alles in Ordnung in dieses Welt. Und das ist falsch. And they say إنما هي تتفاعل ويتولد بعضها من بعض. That they تتفاعل يعني that they react to one another and create one another. So يعني what we have, this world, are just things that react with one another, therefore create one another. Assalamu alaikum. Das heißt, der Ustadh erklärt, dass in dieser Welt haben wir nur Leute, die miteinander reagieren und demnach miteinander schöpfen. Nicht Leute, aber Dinge. أشياء. Assalamu alaikum. Wir haben in dieser Welt Dinge, die miteinander reagieren und die daraus Dinge erschöpfen. أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني wombs that push out and the earth swallows. Wombs that push out. يعني meaning the women when they push out babies, and the earth, when you bury inside of the earth swallows people. And that's it. This is life. That's it. There's nothing else. Assalamu alaikum. Der Ustadh erklärt, das Leben ist, man wird aus einer Gebärmutter rausgeschoben und dann verschluckt einen die Erde. Das heißt, man wird begraben und das ist das Leben. وليس هناك خالق, and there is no creator. Und es gibt keinen Schöpfer. The Sheikh says, how amazing is this? Der Sheikh sagt, wie unglaublich ist das? How can they deny that there is a creator for this world? Wie können sie verneinen, dass es einen Schöpfer für diese Welt gibt? While they know that nothing can be brought about without a creator. Während sie wissen, dass nichts ohne einen Schöpfer kommen kann. Can anything be created without a creator? Kann etwas geschaffen werden ohne einen Schöpfer? Can there be something without somebody creating it and putting it there? Kann es etwas geben, ohne dass diese Sache gemacht wurde und dort hingestellt wurde? Abadan, never. Niemals. Because we can only say that the thing created itself. Denn wir können nur sagen, dass das Ding sich selbst kreiert hat. Or that nothing created it. Oder dass nichts es kreiert hat. And the first one is impossible. Und das erste ist unmöglich. It is impossible that something creates itself. Es ist unmöglich, dass etwas sich selbst erschafft. Because before it was in existence, it wasn't there in the first place. It was not there, it didn't exist. Denn bevor es überhaupt in Existenz war, bevor es geschaffen war, da gab es nichts, da war nichts. And when it wasn't anything, when it was nothing, then it is not a thing. So how can it how can it create something? Und vor seiner Existenz war es nichts. Es war nichts. Also wie kann es etwas erschaffen? It wasn't even there. How can it create anything when it's not even there?
Also es war nicht mal da. Wie kann es etwas erschaffen, wenn es nicht mal da ist? And it cannot be created with nothing or by nothing. عفوا. Und es kann nicht von nichts erschaffen werden. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah At-Tur, ayah 35, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ, or were they created from nothing, or were they created by nothing, or are they the creators? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in der ungefähren Übersetzung, wurden sie aus dem Nichts erschaffen oder haben sie sich selbst erschaffen? يعني يا إخوة, what Imam bin Uthaymin is saying is extremely important. Brüder, was Imam ibn Uthaymin hier sagt, möge Allah Gnade auf ihm haben, ist sehr, sehr wichtig. Yani if we say that this world there are reactions and chemicals and this and that and this is how the universe was created, Das heißt, wenn wir sagen, in diesem Universum, es gibt Reaktionen, es gibt chemische Prozesse und das ist, wie das Universum erschaffen wurde, طيب, where did we get these chemicals from? Where did we get air and everything from? okay, wo haben wir diese Sachen her, die chemischen Stoffe, Luft etc.? Even when we go back to the oldest theory, and they say in the beginning, so and so happened, therefore the universe came into being. Und selbst wenn wir zur ältesten Theorie zurückgehen, wo sie sagen, das und dies ist passiert und daraus kam das Universum. طيب, who did this action that brought the universe into being? Wer hat diese Handlung erschaffen, die das Universum erschaffen hat? And the things that were there, and the time, and the material, and the space, and who created all of that? Und die Dinge, die dort waren, die Zeit, die Stoffe, wer hat diese erschaffen? How can they create themselves? Wie können sie sich selbst erschaffen? We have to have things in the first place, whatever they are, and then they react with one another so that something is created. Wir müssen an erster Stelle Dinge haben, die dann miteinander reagieren, die daraus etwas erschaffen. As simple as that. So they were created. They didn't come out of nowhere or by themselves. They must be there in the first place so that the reaction can happen and something can be made. So simpel ist es. Das heißt, sie kommen nicht aus dem Nichts, sondern sie müssen dort an erster Stelle sein und daraus reagieren sie und erschaffen. And what is nothing? Und was ist nichts? Bring me nothing. Can you give it to me? Bringt mir nichts. Kannst du es mir geben? طيب, if you cannot, طيب, can you point it out to me? Say, this is how, look, this is nothing. Okay, wenn du das nicht kannst, kannst du mir nichts zeigen und sagen, das ist nichts. If you're not able to, how can we say that nothing had the will and the power and made the decision to create everything that we see? Das heißt, wenn du das nicht kannst, wie können wir sagen, dass das Nichts einen Willen hatte, die Kraft und Fähigkeit und die Entscheidung hatte, etwas zu kreieren? Subhanallah, nonsense is nonsense, ya akhwa. How can we believe such a thing? Subhanallah, das ergibt keinen Sinn. Wie können wir an so etwas glauben? Imagine at this day and age, we have people that say the world, made itself or it came out of nothing. Stellt euch vor, wir haben Leute in unserer Zeit, die sagen, die Welt hat sich selbst kreiert oder sie kam aus dem Nichts. And then somebody comes and says, no, that's not what I'm saying. I just don't believe in a creator. Und dann kommt jemand und er sagt, nein, das ist nichts, woran ich glaube, sondern ich glaube einfach nur nicht, dass es einen Schöpfer gibt. And we say, how did the world come to be then? Okay, und dann sagen wir, wie kam die Welt zustande dann? Subhanallah, ya ikhwa. Subhanallah, we must understand that there is nothing that we see except that there is a creator for it. Subhanallah, Brüder, wir müssen verstehen, es gibt nichts, was wir sehen, außer dass es einen Schöpfer dafür gibt. Look, this book in my hand right now. Schaut, das Buch in meinen Händen jetzt.
with all the words there and all the pages and the covers and everything about it. Mit all den Wörtern drin und all den Seiten und dem Cover und dem Buch Is nothing in complexity in comparison to this whole universe. Dieses Buch ist nichts verglichen in Komplexität zu dem Universum. And I dare you that such a book would be produced out of chaos or nothing or an explosion or a big bang or whatever. Und ich fordere euch heraus, dass so ein Buch aus nichts kreiert wird oder aus Chaos oder aus einer Explosion. The Big Bang Theory. Die Big Bang Theorie. يعني take all the explosions that you want and go somewhere in the desert or at a place where there's nobody and make explosions. After the explosions, we go and we see and we will find this book like this, word for word. Das heißt, nimm all die Explosionen, die du willst, geh in eine Wüste, wo niemand ist, und dann explodiere diese, mach so viele Explosionen, wie du willst, und dann, wenn wir damit fertig sind, gehen wir und schauen, und wir sehen dann so ein Buch. And you're telling me that we cannot produce a book like this out of chaos or an explosion, but this whole universe got created from chaos or nothing or a big bang, an explosion? Du willst mir sagen, dass so ein Buch aus nichts, was nicht aus Chaos oder aus Explosion kreiert werden kann, dass im Gegensatz dazu das Universum, was viel komplexer ist, aus nichts oder Chaos kreiert werden soll? And on top of that, without a creator? Und dann noch dazu, ohne einen Schöpfer? In Arabic we say حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقه فلا عقل له. يعني tell a sane person that which is impossible. If he believes it, he has no brain. Im Arabischen, wie der Ustadh Hafidh erwähnt, gibt es ein Sprichwort, sagt der gesunden Person. حدث العاقل بما لا يعقل. Speak with a sane person without which is impossible. If he believes it, then he has no brain. Sprich mit einer vernünftigen Person über etwas, was unmöglich ist. Und wenn sie daran glaubt, dann hat sie kein Gehirn. Subhanallah. طيب. From the examples of shirk in rububiyyah is to make an oath by other than Allah. Der Ustadh Hafidh fährt fort und er sagt, eines der Beispiele des Schirk in Tawhid al-Rububiyyah ist, den Schwur zu machen bei anderem von Allah, als Allah. And this is minor shirk. Und das ist kleiner Schirk. Unless you glorify the one that you made the oath by. Das ist kleiner Schirk, außer du verehrst den, bei dem du diesen Schwur gesprochen hast. As al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala said. Wie Imam ibn al-Qayyim, mit Allah Gnade auf ihm haben, erwähnt. So when you give glory to this creation that you are making an oath by, that is like how you do with Allah Azza wa Jalla, it becomes major shirk. Wenn du Ruhm oder Ehre dem gibst, bei dem du schwörst, neben Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie du Allah subhanahu wa ta'ala Ruhm oder Herrlichkeit oder verehrst, dann ist das großer Schirk. نعم. And we'll stop here inshallah tabarak wa ta'ala and we'll continue next week. Und wir stoppen hier inshallah ta'ala und wir fahren fort nächste Woche mit der 51. Frage. Subhanakallahumma bihamdika.